Machst du noch bis heute Fehler bei der Verbkonjugation? Oder bist du nicht sicher, ob dein Niveau A2 oder B1 gut und stabil ist? Überlegst du dir noch, ob das gewaschen, gewascht, gelassen, gelasst ist? In diesem Video erkläre ich dir, wie ich einen Kurs erstellt habe und den mit meinen Schülern durchgehe. Außerdem erkläre ich dir in diesem Video, warum ich Kurse on Demand, also Online-Kurse, erfolgreich finde, wenn du das in der Fremdsprache lernst und wie du dein Deutsch besser gezielt verbessern kannst. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Darinas Deutsch. Hier helfe ich dir, dein Deutsch zu verbessern. Als Prüferin sitze ich oft in den Prüfungen A2, B1 und ich merke, dass ganz viele Leute ihre Punkte nicht erreichen, weil das Verb nicht stabil ist oder weil das Verb nicht sitzt. Sie machen Fehler, die sie sagen, entweder lest oder liest. Die wissen nicht, ob das gewaschen oder gewascht ist oder ist geblieben, hat geblieben und so weiter. Das sind elementare Fehler. Wenn du diese Fehler machst oder wenn du nicht sicher bist, wann genau welcher Fall ist, dann bist du heute hier richtig. In meinem Kurs geht es darum, dass ich 24 Tage intensiv mit meinen Teilnehmenden nur Verben übe. Es ist aufgebaut von gutem A2-Niveau bis zum starken B1. Dieser Kurs ist aufgenommen und jeder von meinen Schülern kann sich das zu beliebiger Zeit bearbeiten. Aber ich beobachte meine Schüler. Es ist nicht so einfach. Ich merke auch, wo die Schüler sind, welche Aufgaben die bearbeiten. Und wenn ich sehe, dass meine Schüler dann lange an einem Thema sitzen, dann frage ich sie, was ist los, warum ist es so und so weiter. Die gute Erfahrung, die meine Schüler gemacht haben oder Feedbacks, die ich bekomme, sind genau zu den aufgenommenen Videos. Dieser Kurs ist auf Deutsch und meine Schüler haben die Möglichkeit, das Video zu stoppen, zurück zu scrollen, das Video sich nochmal anzuschauen oder wenn es zu schnell war und die es nicht geschafft haben, etwas zu notieren, können die das jederzeit stoppen. So lerne ich auch. Ich lerne in unterschiedlichen Sprachen, manchmal auf Deutsch, manchmal auf Englisch oder Portugiesisch und mir helfen solche Kurse am besten. Ich kann immer stoppen, ich kann mir Notizen machen, zurückgehen, wenn ich etwas nicht verstanden habe und ich merke, dass ich viel intensiver und viel tiefer mit diesen Kursen arbeite. Deswegen gebe ich dir einen Tipp, dass du auch On-Demand-Kurse ausprobierst. Es gibt viel Kritik, dass die Menschen sagen, die haben schlechte Erfahrungen mit den Kursen. Ich glaube aber, der Unterschied ist, man soll verstehen oder du sollst verstehen, der Lernprozess ist der selbstständige Prozess. Die Lehrkraft, also der Lehrer oder die Lehrerin, können dir alles erklären, aber die Lehrkraft kann nicht für dich lernen. Ich als Lehrerin kann dir alle Themen erklären. Ich kann dir sagen, wo gibt es Ausnahmen, was ist logisch, was ist nicht logisch. Aber du sollst nach Hause gehen, dir die Notizen anschauen, die Hausaufgabe machen und das alles wiederholen. Oder auch für dich die logische Bezüge, Verbindungen schaffen, damit du das Thema eigentlich verstehst. Ohne das geht es nicht. Es geht natürlich, aber sehr, sehr langsam. Manchmal habe ich Schüler in meinen Klassen sitzen und die sind da und glauben, dass ohne Hausaufgabe, ohne irgendwelche Wiederholungen kommt der Fortschritt. Der Fortschritt kommt aber sehr, sehr langsam. Es sind manche Sachen, die vom Unterricht nehmen, aber wenn diese Sachen nicht wiederholt werden, dann können diese Lerner auch nicht Fortschritte machen. Das zweite ist, was ich auch in einem anderen Video schon erklärt habe, du sollst gezielt lernen. Besonders wenn du schon eine Basis hast. Wenn du B1 oder A2-Stufe gelernt hast und du merkst, dass deine Stufe wackelig ist, also dass deine Stufe nicht stabil ist, du hast Schwierigkeiten bei der Deklination, bei Adjektivdeklination oder bei Verben, du bist noch nicht sicher, wann du sein und haben im Perfekt benutzt,
Wie gesagt, ist geblieben, habe geblieben, ist gelungen, hat gelungen und so weiter, dann sollst du gezielt mit diesen Themen arbeiten. Es macht keinen Sinn, nochmal einen Deutschkurs zu kaufen, B1 oder zu einem Deutschkurs zu gehen, wo du wiederum alles lernst, aber diese Stellen nicht sauber machst, sagen wir mal so, nicht mit diesen Stellen gezielt arbeitest, denn diese Stellen bleiben trotzdem deine Schwächen. In diesem Fall kann ich dir empfehlen, du kannst auch unter diesem Video einen Test machen, der ist gezielt über Verben. Und bei diesem Test kannst du sehen und dich prüfen, ob du typischen Fehler machst, ob du diese Themen nochmal wiederholen sollst. Wie gesagt, es geht alles um Verben. Geh auf den Link unter diesem Video und mache den Test. Wir kommen jetzt zurück zu meinem Kurs. Wenn du Interesse hast, dann bleib mit mir. Ich zeige dir, wie der Kurs aussieht. Das ist das einzige Video, was ich über diesen Kurs machen werde. Einfach damit du verstehen kannst, wie ich mit meinen Lernenden, wie ich mit meinen Schülern arbeite, wenn die mit mir online arbeiten. Denn online bedeutet nicht, dass du alleine bist. Wenn du dich für meinen Kurs angemeldet hast, dann bekommst du einen großen Überblick von 24 Themen. Es gibt auch weitere Schritte, es gibt auch meine Erklärungen oder meine Empfehlungen. Also es gibt 24 Tage intensives Training. Du bekommst ein Video von mir. In dem Video erkläre ich alles. Ich stehe dann auch vor der Tafel im Video und du wirst dann alle Erklärungen von mir bekommen. Danach gehst du zu den Übungen. Vor den Übungen kannst du nochmal Inhalte wiederholen. Es gibt dann unterschiedliche Tabellen, wo ich nochmal das wiederhole, was ich in dem Video erklärt habe, alle Nuancen, alle Überraschungen oder manche logische Sachen, die ich erkannt habe und die ich dann meinen Schülern verrate. Nach jeder Übung kannst du dich überprüfen. Und das zeigt dir auch deinen Fortschritt oder zeigt dir auch, wie gut du das Thema verstanden hast. Wenn du eine Frage hast, kannst du immer diese Frage an mich stellen. Ich checke den Kurs jeden Tag und ich sehe auch jeden Tag, ob da eine Frage gekommen ist. Ich beantworte die Frage und spreche auch, diskutiere mit den Teilnehmenden, sollten die etwas nicht verstanden haben. Ich sehe das Ganze anders. Ich sehe das Ganze bei den Bewertungen und ich sehe auch alle meine Schüler, die derzeit aktiv sind. Wenn ich auf einen Schüler klicke, dann sehe ich auch, welche Themen der Schüler bearbeitet hat oder die Schülerin, was jetzt vielleicht abgehakt ist, wie gemacht und wo sich dieser Schüler oder diese Schülerin gerade befindet. Ich kann auch sehen, dass zum Beispiel jemand hier am 9. November zum letzten Mal war. Dann schreibe ich eine E-Mail, eine Erinnerung an diese Schülerin oder an diesen Schüler und frage, warum er so lange dabei bleibt. Ich frage auch, ob alles klar ist und so weiter und wir kommen ins Gespräch. Ich kommuniziere mit meinen Schülern auch über die Bewertungen. Ich frage auch, warum die Bewertung gut oder schlecht ist. Ich frage nach, ob die Bewertung sich auf die Inhalte bezieht oder ob die Person vielleicht sich selbst bewertet hat. Ich frage auch, was unklar ist und ob ich dann noch weiterhelfen kann. Ich gebe auch weitere Links und weitere Hilfestellungen, sollte etwas nicht klar sein. Das bedeutet, wenn du mit dem Programm arbeitest, dann weißt du auch, dass ich immer mit dabei bin. Wenn du Interesse an meinem Kurs hast, dann kannst du dich auf meine Warteliste setzen. Ich nehme keine weiteren Schüler bis Ende des Jahres. Ich nehme pro Runde nur 5 Schüler. So kann ich sicherstellen, dass ich jeden beobachte und so kann ich auch jeden einzeln beraten, wenn diese Person Hilfe braucht. Ich habe meine Liste, meine Warteliste unter diesem Video. Wenn du Interesse hast, überhaupt über den Kurs zu erfahren, es geht noch nicht um Kaufen, denn ich nehme auch nicht alle Schüler, aber du kannst dich auf die Warteliste setzen, um mehr Informationen zu dem Kurs zu bekommen. Vor dem Kurs testen wir auch, ob du zu dem Kurs passt.
ob der Kurs nicht zu schwer für dich ist oder auch nicht zu leicht. Nochmal sehr interessant vielleicht für dich, wie du im Kurs deinen Fortschritt verfolgen kannst. Im Laufe des Kurses kannst du auch deinen Fortschritt alleine beobachten und dich selbst immer wieder prüfen. Denn es gibt mehrere Tests vor dem Kurs und nach dem Kurs, aber auch im Kurs. Es gibt also einen Test am Anfang des Kurses, dann nach 3 Themen gibt es immer Zwischentests und die solltest du auch machen. Und danach, nach dem Zwischentest, gebe ich dir immer meine Empfehlungen, ob du die Themen wiederholen sollst oder ob du weitergehen sollst. Meine Schüler geben mir auch Feedbacks und schreiben auch ihre Punkte, wie viele Punkte sie erreicht haben. Wir diskutieren auch kurz, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ich empfehle auch weitere Schritte. Also das bedeutet, du bist auch immer von mir begleitet. Wenn du Interesse an meinem Kurs hast, dann kannst du dich, wie gesagt, auf meine Warteliste setzen. Die Warteliste ist nur Interesse, dass du zeigst, dass du an dem Kurs hast. Nachdem du dich für meine Warteliste angemeldet hast, melde ich mich bei dir mit weiteren Inhalten zu dem Kurs und du kannst entscheiden, ob der Kurs auch für dich passt. Ich hoffe, dass dieses Video dir einen Überblick schafft von dem Kurs, über den ich schon lange gesprochen habe. Ich habe jetzt den Kurs schon ausprobiert mit meinen Schülern, die sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben. Besonders war für die hilfreich, dass es Videos sind, die immer abspielen können, wo sie immer zurückkommen können, wo sie übersetzen können. Und natürlich auch meine Hilfe, dass ich immer dabei bin, dass ich immer beobachte, dass ich immer dich berate. Für mich, das ist die beste Form, mit meinen Schülern zu arbeiten. Denn ich verstehe, ein Online-Kurs könnte schwierig sein, wenn du alleine bist. Aber wenn ich immer dabei bin und wenn ich immer auch dir helfen kann, dann hast du das Gefühl, du bist nicht alleine. Du kannst deine Inhalte zu beliebigen Stunden bearbeiten, aber sobald du eine Frage hast, schreibst du mir direkt und ich beantworte diese Frage oder wir besprechen dieses Problem, so dass du auch weiterkommst. Schreib mir gerne in die Kommentare unten, ob dieses Video für dich interessant war, ob du auch gerne über meine weiteren Kurse erfahren würdest. Sonst freue ich mich, dass ich dir heute über meinen Kurs erzählt habe. Ich freue mich auch, wenn du dich testest, wenn du den Test machst, der unter dem Video auch auf dem Link ist und wenn du dich auch für meine Warteliste registrierst.